Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal eine Idee mit dem Tüten-Punchboard, die ich euch zeigen wollte. Das ist so eine Milchtüte quasi und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Milchtüte mit einem Verschluss oben, den ihr ganz einfach abnehmen könnt. Und dann habt ihr hier eine richtig schön große Box, wo ihr was reinfüllen könnt und das ganz einfach auch wieder verschließen könnt. Das Ganze habe ich gemacht mit dem Tüten-Punchboard und das ist die Tüte mit der Größe S. Und wie wir das machen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Also für die heutige Box braucht ihr ein Papier, was 10 Inch mal 8¼ Inch ist oder 1 cm 25,4 mal 21 cm. Das ist die Größe für die S-Größe. Dann habe ich eine Mattung gemacht, die ist 10,2 cm mal 6,4 cm. Das habe ich zweimal. Dann hier für den Stempel habe ich 6 cm mal 4 cm und das zweimal einfach, um dem so ein bisschen eine Stärke zu geben. Und gestempelt habe ich einerseits hier dieses Have a Happy Birthday und dann habe ich aber auch noch den Jungen gestempelt und auf einen Kreis hier auch noch diese Sterne. Und den Jungen habe ich ausgestanzt mit der Stanze, die dazu gehört. Von dem her, bei diesem Set habt ihr auch die Stanzen mit dabei. Und den habe ich eben einmal gestempelt und dann effektiv dreimal ausgestanzt, auch um dem so ein bisschen eine Stärke und eine Dimension zu geben. Dann habe ich 3 Kreise. Das habe ich mit diesem Stanzset hier gemacht und der hat 5,3 cm Durchmesser. Und dann habe ich noch einen mit den Stitchlines gemacht, der hat 6 cm Durchmesser. Plus dann für hier oben über die Tüte drüber habe ich noch ein Stück, was 4,3 cm mal 11,2 cm ist und auch eine Mattung noch mit 3,5 cm mal 10,3 cm. Das ist das. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit der Milchtüte. Ihr braucht nicht nur das Punchboard, sondern auch noch das Falz- und Schneidebrett, um hier oben den Bereich dann auch noch zu falzen. Aber das zeige ich euch noch. Als erstes machen wir es so, dass wir oben die Falzlinie durchgängig durchziehen. Das heißt, ihr schiebt das Blatt hier längs hoch und zieht hier diese Falzlinie nach. Dann machen wir auf einer Seite die Tüte so, dass ihr hier auf diese Startline anlegt. Dann punchen. Und dann zieht ihr die Linie bei der S. Und hier aufpassen, hier unten, dass ihr da nicht weiter hinaus zieht, als dieses Brett ist. Dann legt ihr die Linie, die ihr gerade gezogen habt, hier an die Nase und geht auf die Sideline, zieht da die Linie, aber was wir nicht machen, ist hier dieser Bereich. Den lassen wir. Jetzt habe ich das Punchen vergessen, ne? Hier. Dann eben auf diese Linie punchen und jetzt braucht ihr wieder die S-Linie. Und dann schieben wir es nochmal weiter. Auch wieder auf diese Linie punchen. Und dann nehmt ihr wieder die Sideline.
hier die Mitte nicht. Dann müssen wir noch einmal punchen und hier wieder gucken, dass ihr gerade liegt. So, jetzt haben wir es. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir gehen hier aufs Falz- und Schneidebrett und hier brauchen wir 2 Falzlinien. Und zwar da, wo ihr nicht gestanzt habt, sondern hier auf der Linie. Und da legt ihr das einmal hier drüben auf 2 cm an und macht hier eine Falzlinie. Dann dreht ihr es um, damit ihr euch hier drüben orientieren könnt. Und da geht ihr bei 7 cm. So, und jetzt könntet ihr, also wir brauchen jetzt quasi hier Dreiecke. Aber, also es gibt Leute, die machen das so, dass sie das irgendwie hier versuchen zu finden, wo die eine Ecke ist und die andere Ecke. Ich mag das nicht so und ich mache das deshalb immer einfach auf einer weichen Unterlage mit einem Lineal und einem Falzstift kurz. Was wir jetzt aber zuerst machen müssen, ist hier die Mitte finden von diesen, wir haben hier 2 kurze Stücke hier oben und da müssen wir die Linie, die Mitte haben zwischen den beiden Linien. Die zeichne ich mir kurz an und dasselbe hier drüben. Bei mir ist es hier 2,6 und 2,6. Da liegt die Mitte. Und dann gehe ich eben hin und nehme mir kurz irgend so eine weiche Unterlage, nehme das Falzbein und den Lineal. Und dann gehe ich einfach von diesem Punkt, den ich gerade eingezeichnet habe, hier in diese Ecke runter. Und mache da eine Falzlinie. Dasselbe auf der anderen Seite, auch hier von der Ecke in diese Ecke. Und das auch bei diesem Viereck. Das heißt hier oben von der Markierung runter in diese Ecke. Und das auch auf der anderen Ecke. So, das war es auch schon. Dann haben wir hier oben wunderbar so 2 Dreiecke. Könnt ihr die Markierung wieder wegmachen, die ihr da gemacht habt. So, jetzt haben wir hier die Klebelasche, die könnt ihr unten anschneiden. Und jetzt ziehen wir die Falzlinien nach. Und auch wenn ihr oben nicht bis hin falzen konntet, weil das Brett ja ein bisschen kürzer ist, dadurch, dass ihr unten das zurechtlegt, legt sich dann das automatisch quasi mit. Und hier oben ist es so, dass die erste Linie hier, die geht nach innen. Und die zweite geht nach außen. Und dann könnt ihr auch diesen Ecken hier so ein bisschen nachhelfen, dass die sich schon so ein bisschen richtig dann legen. Jetzt, bevor wir das Ganze zusammenkleben, nehme ich noch die Mattung und runde hier die Ecken ab. Und dann klebe ich die mit Flüssigkleber auf die Box. Ihr könnt es auch mit Doppelklebeband machen, wenn euch das lieber ist, oder mit Snail auch.
Und diese kommt jetzt auf die großen Vierecke, ne? Oder Langecke, nicht Vierecke. Und jetzt kleben wir die Box zusammen, und zwar hier mit der Klebelasche. Da bringen wir jetzt Kleber drauf. Und dann geht es am einfachsten, wenn ihr die einfach reinlegt und die andere Seite drüber legt. Wenn man sauber gearbeitet hat, anscheinend habe ich nicht so sauber gearbeitet und deshalb mache ich das jetzt einfach so. Das Wichtige ist, dass die Linien alle aufeinander liegen, also dass die alle hier weitergehen und dass diese Kante quasi aufeinander liegt. Dort, wo ich nicht rankomme, gehe ich mit der Küchenkelle rein, mein Wundermittel, ne? So, dann könnt ihr dem hier oben auch schon so ein bisschen helfen, dass sich das zusammenlegt. Dann nehmen wir hier die Unterseite und kleben das wie auch mit den anderen Geschenktüten zusammen. Gehe ich auch wieder mit der Kelle rein, um das festzumachen, und gucke hier einfach, dass die Box gerade ist. So, und jetzt könnt ihr hier oben das zusammendrücken und der hier so ein bisschen helfen. Ich gehe mit den Fingern rein und drücke diese Linie so ein bisschen nach außen. Der anderen geht's wunderbar. So. Dann haben wir eigentlich auch schon als Basis unsere Milchbox. Jetzt machen wir hier oben noch einen Verschluss dran. Da runde ich auch über die Ecken ab. Dann klebe ich das Papier auch gleich auf. Dann könnt ihr das auch in der Mitte zusammenknicken. Dann kommt dieses Teil hier oben an die Milchtüte und ihr könnt hier mit dem auch so ein bisschen nachhelfen, dass es in diese Falzlinie, die wir hier oben gezogen haben, auch so ein bisschen reingeht. So, dann auch mittig anbringen und dann könnt ihr hier einfach eine Klammer drauf machen. So, dann haben wir schon den Verschluss. Jetzt kommen wir noch zur Verzierung und ich gucke immer, dass ich die Seite nehme, wo ich nicht geklebt habe. Das heißt, das hier ist meine Vorderseite. Und da klebe ich jetzt die ganzen Elemente zusammen, die ich euch gezeigt hatte. Das heißt, ich habe hier 3 Kreise, die ich aufeinander klebe. Dann kommen diese Kreise auf den grauen. Dann klebe ich hier den Jungen noch zusammen.
hier noch diese beiden Elemente. Da runde ich auch kurz die Ecken ab. Und klebe die zusammen. Jetzt, was ich noch gemacht habe, weil ich einfach fand, dass er trägt noch so ein bisschen Vintage-Style, weil der Stempel per se ist ja auch schon so ein bisschen Vintage, habe ich hier die graue STAZON genommen. Blending Tool. Und dann gehe ich hier effektiv einfach über die Kanten drüber. So, und damit kriegt das Ganze auch noch so ein bisschen ein Vintage-Style. Und dann können wir noch diese Elemente zusammenkleben. Jetzt richte ich mir die so ein bisschen aus. Das heißt, ich klebe hier zuerst den Jungen auf den Kreis drauf. Dann kommt dieses Element auf die Box schon drauf. Und das Label selber mache ich nicht mit Flüssigkleber drauf, sondern das mache ich mit Dimensionals, mit diesen höheren. Und da werde ich 1, 2, 3, 4, 5 drauf bringen. Dann haben wir hier wunderbar verschiedene Dimensionen geschaffen und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus mit diesem Vintage-Style Milchtüte. Ich habe hier auf allen Seiten gemattet. Hier habe ich nur vorne und hinten gemattet. Da könnt ihr gucken, was euch besser gefällt. Ne? Und das war es auch schon, was ich euch heute mit dem Tüten-Punchboard zeigen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und es war auch hilfreich für euch. Die Materialien, die ich verwendet habe, ne, die findet ihr wie immer unten in den Links. Und tut mir doch den Gefallen und abonniert meinen Kanal, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann könnt ihr auch auf das kleine Glöckchen unten klicken. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!